Der Meisterdieb. In einem kleinen Dorf lebte ein Mann, der als der beste Dieb im ganzen Land bekannt war. Alle nannten ihn den Meisterdieb. Er konnte in jedes Haus einbrechen, ohne Spuren zu hinterlassen. Trotz seiner Fähigkeiten war er kein böser Mensch. Er stahl nie von den Armen, sondern nur von denen, die mehr hatten, als sie brauchten. In der Nähe des Dorfes lebte ein reicher Graf, der von den Taten des Meisterdiebs gehört hatte. Eines Tages beschloss er, den Meisterdieb zu testen. Er lud ihn zu seinem Schloss ein und stellte ihm eine Herausforderung. Wenn du es schaffst, 3 Aufgaben zu erfüllen, werde ich dich reich belohnen, sagte der Graf. Aber wenn du versagst, wirst du im Kerker landen. Der Meisterdieb war selbstbewusst und nahm die Herausforderung an. Die erste Aufgabe war, in das Schlafzimmer des Grafen zu gelangen und die Bettdecke zu stehlen, während der Graf schlief. In der Nacht schlich der Meisterdieb ins Schloss und fand einen Weg in das Zimmer des Grafen. Mit Geschicklichkeit und leisen Schritten nahm er die Decke und verschwand unbemerkt. Am nächsten Morgen war der Graf überrascht, als er ohne Decke aufwachte. Er musste zugeben, dass der Meisterdieb die erste Aufgabe erfüllt hatte. Für die zweite Aufgabe sollte der Dieb den Ring der Gräfin stehlen, ohne dass sie es bemerkte. Der Meisterdieb hatte eine Idee. Er fing einige Vögel und brachte sie zum Schloss. Als die Gräfin im Garten spazieren ging, ließ er die Vögel frei. Die Gräfin war so fasziniert von dem Anblick, dass sie nicht bemerkte, wie der Meisterdieb sich näherte und den Ring von ihrem Finger stahl. Der Graf war beeindruckt, aber er hatte noch eine letzte Aufgabe für den Meisterdieb. Für die dritte und letzte Aufgabe wollte der Graf dem Meisterdieb die schwierigste Herausforderung stellen. Er sagte, du musst mir meinen Lieblingsapfel aus meinem Garten stehlen, aber es wird nicht einfach sein. Mein Garten wird von 3 Wachhunden bewacht, die alles sehen und hören. Der Meisterdieb überlegte und kam auf einen Plan. Er kaufte 3 tote Hasen und ging nachts zum Schlossgarten. Als er sich den Hunden näherte, warf er den ersten Hasen weit weg. Die Hunde rannten sofort hin, um nachzusehen. Während die Hunde abgelenkt waren, schlich er sich weiter in den Garten. Er wiederholte diesen Trick 2 weitere Male, bis er den Apfelbaum erreicht hatte. Schnell und leise kletterte er auf den Baum und pflückte den schönsten Apfel, den er finden konnte. Aber als er den Garten verlassen wollte, kamen die Hunde zurück. Doch der Meisterdieb hatte noch einen Trick im Ärmel. Er warf den Apfel weit weg, und die Hunde rannten hinterher. Während die Hunde den Apfel jagten, schlich er sich aus dem Garten. Am nächsten Morgen präsentierte der Meisterdieb stolz den Apfel dem Grafen. Der Graf war erstaunt und sagte, du hast alle Aufgaben erfüllt und bewiesen, dass du wirklich ein Meisterdieb bist. Der Graf hielt sein Versprechen und belohnte den Meisterdieb mit einer großen Summe Gold. Doch der Meisterdieb hatte während dieser Herausforderungen etwas Wichtigeres gelernt: Nicht immer ist es gut, für den eigenen Vorteil zu stehlen. Er beschloss, seine Diebeskarriere zu beenden und das gestohlene Gold den Armen des Dorfes zu geben. Von da an lebte er als ehrlicher Mann und half den Menschen, wo er konnte. Und obwohl er seine Diebesfähigkeiten nicht mehr nutzte, wurde er im ganzen Land als der legendäre Meisterdieb in Erinnerung behalten.